willkommen bei Lockpicking Nord. Ich habe heute für euch einen Master 570 und zwar ist es ein Aluminiumschloss mit einem Stahlbügel und einem leider nicht herausnehmbaren Kern. Man kann ihn rausnehmen, dann muss man allerdings diesen Pin an der Seite ausbohren. Das haben wir auch schon mal gemacht beim ähnlichen, also eigentlich bei genau dem gleichen Schloss, welches wir für Bosnian Bill umgebaut haben. Und ja, das kann man ganz gut machen, aber das hier ist noch, wie gesagt, komplett original und original bepinnt. Ich vermute, da ist nicht viel Besonderes drin. Zunächst mal, es sind nur 4 Pins. So sieht der Schlüssel aus. Der ist ganz gut geschnitten. Aber von den Pins, ja, es könnte sein, dass da ganz schwache Riffel drin sind, also Serrations. Oder auch, dass da die ein oder andere weniger tiefe Spule drin sitzt. Also der Pick ist meistens nicht besonders schwer, ist natürlich je nach Tagesform abhängig, aber ja, meistens geht das recht fix auf. Ist ja auch klar bei nur 4 Pins. Ich spanne das mit meiner Feder aus einem Scheibenwischer-Inlet und zwar unten im Keyway. Ich benutze die Feder, weil die sehr stark geriffelt oder gezahnt ist vorne und mir die Pry-Bars gerade bei diesen relativ wackeligen Master und American Cores relativ schnell immer rausfliegen. Also ich hebe mir die selber raus und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass der Kern auch super kurz ist. Man hat da ja nicht wirklich viel Platz drin. Das unterschätze ich immer total. Und zum Picken nehme ich den Multipick PN07, das ist der Medium Hook. Ich habe hier relativ viel Platz im Keyway, selbst bei den 0,5 mm starken Picks von Multipick. Das geht ganz gut. Und ja, ich benutze einen Medium Hook, weil hier auch ohne den Schlüssel vorgesehen zu haben, merkt man recht schnell, dass man einige Pins sehr tief setzen muss. So, ich fange mal an bei 4. Der sitzt anscheinend. Jetzt bin ich schon bei 2. 4 nur einmal berührt und schon hat es ein paar Mal geklickt. Also ich glaube, das ist ein Serrated Pin. Jetzt bin ich bei 3. Der ist fest. 2. 1 nochmal angetickt. Habe schon eine recht starke Kernkippung. Bis auf 4 nochmal. 3. Ein Klick. 2 sitzt ziemlich fest. 1. Nochmal auf 4. Noch ein Stückchen Kern gekippt. Oder Counter Rotation. Jetzt auf 3. Ein Klick. 2 will nicht so richtig. Doch, jetzt gibt er mir einen ziemlich großen Klick. 1 auch nochmal. Nochmal zurück auf 4. 4 sitzt. 3 sitzt. 2. Oh, das war wahrscheinlich ein Overset. Den habe ich zu tief gedrückt. Vielleicht nochmal ein bisschen Spannung wegnehmen. Also ich spanne hier so mediummäßig, also nicht zu stark. Dann würde hier alles verkeilen, gerade weil dieser Kern so wackelig ist. So, das geht sicherlich auch schneller meistens. Aber jetzt ist mir das Glück wohl nicht so hold. Nochmal von vorne angefangen. Bin jetzt auf 3. Sitzt schon irgendwas ordentlich fest. 2 muss ziemlich tief. 3 sitzt. Das ging sicherlich schon mal schneller, aber das ist halt so, wenn man das nicht einübt vor. Ich habe das Schloss vorher schon 1 oder 2 Mal gepickt, allerdings nicht heute. Das heißt, bei mir ist Picken immer tagesformabhängig. Mal läuft es mal gut, mal läuft es überhaupt nicht. Dann lasse ich es lieber gleich bleiben. So, auf 4, 3 und offen. Ja, das hat jetzt ziemlich lange gedauert, muss ich sagen. Das Ganze, der Bügel hat Ball Bearing, das heißt, selbst wenn man hier ein bisschen Luft hätte, könnte man es nicht so aufschimmen. Und ja, wie gesagt, ist kein besonders schwerer Pick, kann aber auch mal ein paar Minuten dauern, manchmal je nach Tagesform. Und ja, ich
Ich wollte euch einfach nochmal zeigen, was euch erwartet, falls ihr mal vorhabt, solche Master 570 zu kaufen oder falls ihr mal eins bei eBay findet oder so. Ist so viel dazu. Ich versuche das nächste Mal das Master Pro Series 6327. Das ist schon eine etwas größere Herausforderung. Das ist dieses hier. Und ich hoffe, ich werde es genauso schnell aufbekommen wie das 570. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja. Sonst bis zum nächsten Mal. Tschüss.